Don Draper Hair Tonic Yellow. Was kann ich damit anfangen? Servus, ich bin der Max vom Pomadeshop und ich zeige euch heute, wie gerade eben schon gesagt, das Hair Tonic Yellow von Don Draper. Der Stan hat dazu schon ein etwas ausführlicheres Video gemacht, das findet ihr bei uns auf dem Kanal. Ich will jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, wie ihr das Produkt verwenden könnt, wenn ihr nicht so tolle und einfache Haare habt wie unser Chef. Zum Produkt erstmal selbst. Das ist eine Anlehnung an wirklich klassische Oldschool Hair Tonics. Viele von euch kennen ja noch das Lucky Tiger zum Beispiel. Das geht genau in diese Richtung. Es ist ein ölfreies Hair Tonic, das sich im Grunde aber verhält wie ein ölhaltiges Hair Tonic. Sprich, ihr bekommt sehr viel Pflege, ihr bekommt ein super tolles, geschmeidiges Gefühl in den Haaren, auch entsprechend Glanz, ohne aber jedwege Fettflecken am Ende am Kragen oder ähnliches. Ihr hinterlasst auch auf dem Kopfkissen auf der Couch, hinterlasst ihr keine solche Spuren wie jetzt von einem sehr ölhaltigen Tonic oder einer ganz, ganz weichen Pomade. Jetzt fragt ihr euch aber, was will ich denn dann mit dem Produkt? Genau, das will ich euch nämlich zeigen. Ihr habt es in einem anderen Video vielleicht gesehen, der Stan hat sich ungefähr 3 Tropfen davon in die Haare gepackt und konnte sich eine richtig schöne Tolle hinfrisieren. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Das geht nicht. Ich habe da ganz, ganz andere Haare und ihr seht es auch, deutlich längere Haare als der Stan. Ich kann aber, was ich festgestellt habe, dieses Hair Tonic als leichten Pre-Styler hernehmen. Und das ist gerade jetzt im Sommer, wo es so super warm ist und wo ich vielleicht gar nicht Lust habe, mir jetzt so viel Produkt in die Haare zu packen und alles irgendwie voll zu haben, ist das eine sehr, sehr lässige Ergänzung, finde ich. Und das ist halt so dieses Zwischending aus, ich mache überhaupt nichts mit meinen Haaren oder ich bin super gestriegelt und jedes einzelne Haar sitzt genau da, wo es soll. Und das ist ja gerade bei lockereren Frisuren, bei etwas längeren Haaren, ist das ja eigentlich genau das, was ihr wollt. Ja, dementsprechend zeige ich euch das Ganze jetzt mal, wie das bei mir funktioniert. Der Duft. Ja, der Stan hat es im Video schon gesagt, es ist an sich super, super fruchtiger Duft mit Mandarine, Orange ist alles ein bisschen drinnen. Allerdings wird das Ganze, finde ich persönlich, sehr, sehr gebremst. Also es ist jetzt nicht diese Wahnsinns-Zitrusbombe, wie ich es an sich liebe, denn wir haben noch Moschusduft mit drinnen. Also dieses leicht pudrige, was ihr ganz, ganz sicher alle kennt, ist auch mit drinnen, was das Ganze für mich persönlich leicht herber macht, etwas kräftiger und eben kein zu süß-fruchtiger Duft ist. Das sei noch erwähnt. Genau, also ich packe mir jetzt einfach mal eine gute Menge in die Hand. Ich mag es lieber in der Hand und dann in die Haare als direkt auf den Kopf auftragen. Ich habe keine Ahnung, warum es so ist, aber ich habe gemerkt, ich persönlich mag das lieber. Genau, dann grundsätzlich ja einarbeiten, wie eigentlich bei jedem anderen Produkt. Halt ordentlich rein, vorne, hinten, überall alle Haare erwischen. Denn das ist jetzt in dem Fall ja auch nicht nur Styling-Produkt, sondern auch einfach Pflege. Also eurem Haar tut das überhaupt keinen Abbruch. Es ist einfach nur schön entspannt und eine ganz, ganz angenehme Erfrischung. Tatsächlich auch. Gefühlt kühlt es leicht runter, kann aber auch daran liegen, dass wir jetzt um 8:30 auch schon 28 Grad haben. Da ist irgendwie alles, was feucht, was kühl ist, sehr, sehr angenehm auf dem Kopf. So, jetzt haben wir mal ein bisschen was eingearbeitet. Man hat ja, ich würde sagen, bei der Menge, die ich jetzt verwendet habe, minimals klebriges Gefühl an den Händen, aber nicht so wild wie es bei manchen Pomaden. Also Hände waschen ist jetzt nicht zwingend nötig. Schauen wir mal, ob ich es nachher dann vielleicht nochmal so genau jetzt show you. Pre-Styler, klar, muss man föhnen. Dafür habe ich den Föhn, Surprise. Genau, und dann seht ihr, was ich damit mache. Ich habe jetzt wirklich nur ein paar Sekunden angeföhnt und ihr merkt ja auch jetzt schon den krassen Unterschied zu dem, wie es davor aussah. Dieses einfach nur runterhängen
Und jetzt, wenn ich mit dem Kopf wackel, bewegen sie sich schon ein bisschen. Ich habe gesagt, es ist ein leichter Pre-Styler. Habe jetzt auch eine, ich sag mal, dezente Menge in Anführungsstrichen genommen. Also ganz normal, wie ich es bei jedem anderen Hairtonic auch machen würde, wenn ich mir einfach nur die Kopfhaut ein bisschen erfrischen möchte. Und ihr habt halt jetzt einfach schon eine nette Kontrolle. Ihr seht es vielleicht, es ist ein sehr angenehmer, recht natürlicher Glanz drinnen. Ich war davor komplett produktfrei, keinerlei Rückstände, nix. Ihr habt jetzt einen sehr, sehr angenehmen Glanz. Und ihr seht ja einen netten Halt. Ich habe es nur ein bisschen nach hinten gebürstelt und im Grunde sind die Haare fertig. Klar, das hält jetzt nicht den ganzen Tag über bei Wind und Wetter. Aber das ist ein leichter Pre-Styler. Das tut ja kein so ein Produkt. Kein so leichtes Produkt hält euch da durch. Das Lässige ist halt, ihr könnt jetzt, gerade wenn ihr es sehr locker haben wollt, nehmt ihr, was weiß ich, von mir ist da noch ein Texturkamm, geht durch. Oder ihr könnt später mit den Fingern. Also ihr könnt die ganze Zeit immer noch mal ein bisschen durchgehen, ein bisschen nachfahren, wie auch immer ihr das wollt. Es ist ein sehr entspanntes Produkt, das euch aber einen schönen, leichten Halt gibt, ein bisschen Kontrolle, einfach so leichte Textur, ein bisschen Grip in den Haaren. Gerade bei etwas dünneren Haaren ist es natürlich riesig von Vorteil und jetzt verbreitet sich der Duft so ein bisschen und so finde ich ihn richtig gut, deutlich besser als aus der Flasche, wenn ich ehrlich bin. Denn da ist mir dieses Pudrige, dieses Moschuslastige zu intensiv, aber im großen Raum verteilt sehr, sehr, sehr angenehm, dezent. Philipp nickt auch hinter der Kamera, er nimmt ihn auch wahr, aber ich glaube, es ist nicht zu aufdringlich. Also finde ich einen sehr, sehr tollen Duft. Auch im Sommer absolut, absolut super, muss ich sagen. Und ich finde es jetzt eigentlich auch gar nicht verkehrt. Weiß gar nicht, ob ich heute noch überhaupt ein anderes Produkt reinmache. Also für alle, die, ich sag mal, ein leichtes Styling-Produkt suchen, einen leichten Pre-Styler, vielleicht einfach nur für so ganz lockere Frisuren, schaut euch auf jeden Fall mal das Don Draper Yellow Hair Tonic an. Falls ihr ein bisschen unschlüssig seid, wir haben es natürlich auch in der Travel Size. Das ist dann ein bisschen einfacher, da müsst ihr nicht gleich die ganz große Pulle kaufen. Genau, war es jetzt erstmal soweit von mir. Falls ihr noch Anregungen habt, Fragen, was Pre-Styler angeht, was verschiedene Frisuren angeht, whatever, schreibt es uns in die Kommentare oder kontaktiert uns über die üblichen Kanäle. Ihr findet alle unsere Infos unten in der Infobox. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao, servus, euer Max.